Geschätzte DIVO-Mitglieder, herzlich willkommen. Liebe Freunde, Weinfreunde ebenfalls. Es freut mich, Sie heute Abend zu unserer dritten Ausführung von der DIVO Live, wo wir wiederum zwei spannende Weine aus Italien präsentieren. Mit dabei, wie die letzten zwei Mal schon, unser Freund, der Herr Rudi Trefzer. Rudi, guten Abend. Herzlich willkommen. Merci. Wir werden wieder gemeinsam zwei schöne Weine präsentieren. Wir fangen heute wieder an mit Norditalien, mit dem Piemont. Und da stellen wir Ihnen vor einen wunderbaren Arneis. Wenn wir schon das erste Bild einblenden vom Arneis Roero. Voilà. Das ist der Arneis Roero, DOCG 2019. Azienda Malvirà, übrigens spezialisiert auf Arneis. 100% von dem Wein. Schöne Lagerfähigkeit bis 2023 in einer vernünftigen Preislage. Jawohl. Jetzt erzählen wir etwas über den Arneis. Ja, warte, ich gehe schnell ein genau. auf das Foto da. Da haben wir den Massimo und den Roberto Dal Monte. Der Roberto ist der Herr links, der ein bisschen weniger Haar hat. Er ist vor allem der Kommerzmann, der die Weine ein bisschen vermarktet. Sein Brüder ist der Önolog, das ist der Massimo. Sie zwei führen doch seit über 30 Jahren jetzt die erfolgreiche Azienda. Genau. Jetzt, da müssen wir schnell und für den Petit Boss über die Geschichte etwas erzählen vom Arneis. Arneis ist ein interessantes Wort, eigentlich, das gar nicht italienisch tönt. Es kommt aus dem piemontesischen Dialekt ursprünglich und ist eine Ableitung ursprünglich, man weiß es nicht genau, von Renesio di Canali, das ist ein Weiler in der Nähe von Canali. Jetzt kann man schnell vielleicht die Karte zeigen, wo das Roero-Gebiet ist, wo der Arneis vor allem angebaut wird. Wir sehen also hier Alba und dann wieder ein bisschen so nordöstlich Asti. Und dort ist ein Fluss dazwischen, der Dall'Ora. Und der Dall'Ora tut eigentlich die beiden Gebiete links und rechts vom Dall'Ora unterscheiden. Rechts vom Dall'Ora haben wir den Barbaresco, das sehen wir schön auf der Karte. Links ist das Roero-Gebiet, also in einem Gebiet zwischen Alba und Asti. Und dann haben wir Roero-Gebiet in Hauptstädtchen Canale, sehen wir auch da drauf auf der Karte. In diesem Gebiet ist dann die Azienda Malvirà. Du weißt genau, wo das ist. Sag noch schnell, was das ist. Ja, genau. Wenn Sie das Bild sehen, wo Sie das Wort Canale sehen, ziemlich genau unter dem ersten A befindet sich die Kellerei. Das ist von Canale aus, wenn man Richtung Westen geht, unter einer grossen Brücke muss man durchfahren und dann kommt man in das Gebiet, wo man da jetzt sieht, wunderschönes Roero, wunderschöne Foto. Die Foto ist aufgenommen worden von der Villa Tiboldi. Das ist ein wunderschönes Restaurant, Gasthaus, wo man auch, wenn man dort mal gut essen will, sie haben einen Michelin-Stern, kann man natürlich ihre Weine verkosten und sehr gut essen. Gut, also dort in diesem Gebiet kommt also der Arneis her. Der Name ist eine Ableitung, eben, wie ich gesagt habe, aus Renesio di Canale. Dann hat es daraus mal Arnesio gegeben und dann anfangs des 20. Jahrhunderts ist dann daraus Arneis geworden. Interessanterweise ist aber Arneis auch ein Wort im piemontesischen Dialekt und das bezeichnet einen Typ, einen Mann, der ein bisschen ein frecher Kaib ist oder so ein bisschen ein unangenehmer Typ, der einem auf den Sack geht, auf die Nerven, auf Deutsch gesagt. Und interessant, warum kommt der Traubensorte zu so einem Ausdruck, zu so einer Bezeichnung? Weil der Arneis, die älteren Klone von Arneis, sagt man, sind ein bisschen unzuverlässig gewesen. Also im Ertrag einerseits und andererseits haben sie auch manchmal weniger Ertrag. Also die Bauern oder die Weinbauern haben sich oft geärgert über den Wein und darum dann eben auch Arneis gesagt, es ist ein bisschen ein unangenehmer Kerl. Der Arneis ist eine relativ alte Traubensorte, das sind so die ersten Hinweise aus dem 15. Jahrhundert, dass die dann angebaut wird. Dann ist sie aber ein bisschen in Vergessenheit geraten. In den 1960er Jahren hat sie fast nicht mehr gegeben, ist fast ausgestorben gewesen. Und interessanterweise ist sie dann von zwei Barolo-Winzer, also Rotweinwinzer, wieder so ein bisschen belebt worden. Das ist einerseits der Bruno Giacosa, ein berühmter Winzer in Neive, der auch Barbaresco macht und den Barolo und andere Weine. Und Vietti ist ein klassischer Barolo-Betrieb im Barolo-Gebiet. Die haben auch gerettet, eigentlich indem sie da wieder ein bisschen angebaut hat und auf eine neue Art vinifiziert hat, dass er eigentlich ein interessanter Wein ist. Weil früher ist der Arneis eben noch interessanterweise auch oft als Assemblage oder als Zusatz zu den Rotwein gebraucht worden.
Also zum Nebbiolo haben wir einen rein tun und auch in Barbera, weil die beiden, Nebbiolo und Barbera, haben doch oft so jetzt eine giftige Säure und dann hat man da Arneis, wo nicht so wahnsinnig Säure betont ist, hat man noch dazu tun, um dann ein bisschen adolcieren, also ein bisschen so ein bisschen mildern. Das ist heute natürlich verboten, das darf man nicht. Das ist ja, der Arneis hat man ja auch angepflanzt im Piemont unter den Nebbiolo-Trauben, vor allem weil die früher reift. Das heisst, Wespen und Ungeziefer haben sich dann hauptsächlich, die Vögel, ja, die haben hauptsächlich die noch unbekannte Arneis-Trauben gepickt und die noblere Nebbiolo ein bisschen mehr in Ruhe lassen. Okay, das ist ja gut. Man hat ihn übrigens auch Nebbiolo Bianco gesagt, weil er eben auch oft im Nebbiolo gemischt worden ist, was heute natürlich alles verboten ist. Ja, also 1985 hat man das erstmal verboten, auch im Barolo-Gebiet. Und im 2005, genau 20 Jahre, als dann das DOCG erkoren worden ist, hat man es im ganzen Piemont verboten, den Arneis mit dem Nebbiolo zu verschneiden. Gut, und dann ist das seit den 1990er Jahren ist das ein bisschen eine Erfolgsgeschichte geworden mit dem Arneis. Also da ist vermehrt angebaut worden. Heute sind es etwa 600 Hektar in diesem Gebiet und vor allem im Roero-Gebiet, im Piemont und sonst eigentlich fast nie auf der Welt, vor allem dort. Das ist doch eine relativ grosse Menge jetzt, wenn man mal denkt, dass er fast ausgestorben war. Und jetzt wird er wieder mehr angebaut und ich würde sagen, es ist heute ein Wein, ja, der einen gewissen Erfolg hat. Das ist so ein bisschen der Weisswein geworden im Piemont, weil im Piemont ist doch eher ein Rotweingebiet, klassisch. Und es ist also heute einer von diesen wirklich erfolgreichen Weissweinen im Piemont geworden. Ja, es gibt natürlich auch viele Schweizer, die gerne ins Piemont fahren. Und oft nimmt man Arneis mit. Arneis ist immer noch ein paar Franken günstiger als der bekannte Gavi di Gavi mit der Traubensorte Cortese. Und darum kann ich sagen, dass in der Schweiz Arneis auch bei der DIVO sehr, sehr ein populärer Wein ist. Ich war ja immer ein bisschen vorsichtig, weil ich kenne das Piemont gut und ich habe immer ein bisschen meine Vorbehalte gegen Arneis, weil ich habe viele Arneis, die einfach mir nicht gefallen haben, weil sie ein bisschen so Restzucker hatten, Restsüße, also so ins Kitschige rein tendiert haben, weil es so ein Erfolgswein geworden ist. Und dann hat man dann auch so gemacht, dass er Erfolg wird haben bei allen Leuten, die nichts verstehen von Wein, ein bisschen blöd gesagt. Und das hat mich eigentlich gestört und ich habe dann immer bin eigentlich immer auf der Suche nach einem guten Arneis. Und jetzt schauen wir, ob wir heute oben bei diesem Malvirà Arneis einen guten Arneis finden, weil Malvirà ist eigentlich schon mal ein gutes Haus. Das ist ein bekanntes Weingut im Roero-Gebiet, das eigentlich für Qualität bietet. Jetzt schauen wir, ob das da verspricht, was es haltet. Was es verspricht, müssen wir sagen. Ja. Als Mitglied von DIVO hat man die Möglichkeit, so eine Degustationskarton zu bestellen. Was wir jetzt im Monat Mai gemacht haben, wir haben mit Absicht im Monat Mai, die uns nicht zum ersten Mal verfolgen, haben vielleicht gesehen, es sind jetzt immer Italiener, die wir vorgestellt haben. Das haben wir mit Absicht gemacht. Wegen dem Covid-19 haben wir Italien ein bisschen unterstützen und haben dementsprechend jetzt bereits der nächste Italiener. Nächsten Monat folgt eine Degustation mit Schweizer Wein. Das ist die Begründung für den Arneis. Und man hat eben die Möglichkeit, den Degustationskarton zu bestellen. Besuchen Sie bitte unsere Homepage www.divo.ch. Dort haben Sie alle Informationen. Ja. Hast du schon probiert? Ich habe schon in der Nase und im Mund. Und soll ich mal sagen, was ich denke? Ja, gerne. Also ich bin jetzt eigentlich positiv überrascht, muss ich sagen. Also meine Vorurteile haben sich da nicht bestätigt. Es ist vor allem ein trockener Wein. Lebt von der schönen Saftigkeit. In der Nase eine sehr filigrane Nase. Also nicht so opulent, sondern wirklich filigran, fein. Hat so Zitrusnoten eindeutig und so ein bisschen florale Noten, so noch feine, ich weiß auch nicht, was es ist. Aber so ein bisschen etwas Florales, Eleganz. Und im Maul finden dann wirklich schön saftig, elegant, frisch und hat so ein bisschen Aromen von weißen Pfirsich. Weisse Früchte allgemein. Genau, so weissfleischig. Ja, ganz ein leichter Mandelton, aber wirklich ganz leicht. Ganz dezent. Aber nicht bitters? Nein, nicht bitter. Und dann auch so ein Zitrusnoten von der Frische. Und eine schöne Mineralität, finde ich auch. Ja. Ich finde es einen ganz tollen Arneis. Wir haben das seit x Jahren im Sortiment. Wir haben 2 Arneis, das ist unser Basis-Arneis, biologisch hergestellt, reiner Stalltank, kein Barrigausbau.
Und wenn Sie einen in Barrique machen, dann machen Sie den Saglietto, wo wir glaube das, wo ausgestellt haben. Das ist bei mir, jawohl. Wir haben noch den Saglietto für die dann gerne so einen Arneis möchten haben, wo ein bisschen mehr Fett im Knochen hat. Dann gibt es den Vigna Saglietto, das ist eine Krühlage, wobei allerdings ist da nur 50% im Holz ausgebaut, weil sie fahren voll auf die Schiene von der DIVO. Sie sagen auch, Wein vom Holz geküsst, ja, geknutscht, nein, wie man so schön sagt, also sehr dezent. Ja, es ist so, Arneis ist für mich schon eine Traubensorte, die von der Frische lebt und nicht unbedingt von ich glaube, zu viel Holz würde den Wein auch relativ zudecken. Ja. Was würdest du dazu kredenzen? Also, was würdest du essen? Beim Apero natürlich, weil das saftig Frische ist natürlich gut. Das kannst du im Sommer schön kühl trinken. Das ist jederzeit eigentlich gut. Ja. Und dann so kleine Vorspeisli, Gemüsevorspeisli. Alles, was so ein bisschen im Sommer, wenn es angenehm frisch ist. Und so wie ich dich langsam kenne, oder kenne ich schon länger, zu Fisch würdest du sicher keinen Meeresfisch nehmen. Nein, ich würde Süßwasserfisch nehmen. Ja, absolut. Weil, es ist ein Wein, der wirklich filigran ist. Zu einem Meeresfisch, der doch ein bisschen mehr Aroma hat und ein bisschen Kraft und ein bisschen Stoffigkeit, kann man fast sagen, mit dem Fisch, würde ich einen anderen Wein nehmen. Also irgendetwas aus dem Süden, ein bisschen mehr Struktur und ein bisschen mehr Stoff. Gut, dann hätten wir den ersten Wein für heute Abend schon mal vorgestellt. Dann gehen wir zum zweiten. Wir gehen jetzt zum, den hast du bei dir, wenn man das schnell gibst. Ja, da ist der. Jawohl. Wir haben jetzt, wie wir jetzt das nächste Bild einspielen, wir gehen jetzt ein bisschen östlicher ins Veneto-Gebiet und dann haben wir den Camporenzo 2015. Valpolicella Classico Superiore. Ich betone Classico Superiore. Der Rudi wird dann darauf noch etwas erzählen haben, und ich auch. Azienda Monte Dall'Ora. Azienda Monte Dall'Ora ist ein Weingut, das seit etwa 5-6 Jahren bei der DIVO ist, wo wunderbare Weine vinifiziert, alle auf der biodynamischen Wellenlichtung. Warum heißen die Monte Dall'Ora? Sie heißen Monte Dall'Ora, das vielleicht noch das Bild. Das ist der Carlo, der Önologe, und seine Frau Alessandra. Sie zwei führen das Weingut und man sieht, in der Hand haben sie ein Diplom. Ja, also sie könnten die ganze Wand tapezieren mit Diplom. Ihre Weine werden oft von der Fachpresse sehr gut punktiert. Wir haben sie ausgesucht, weil sie hauptsächlich Wein machen, auch beim Amarone und beim Ripasso, wo eben kein, und ich zitiere dich, Brotaufstrich, wo du ja mal in einem Artikel geschrieben hast. Sie machen also keine fettige, süße Weine, sondern sehr elegante Weine, sehr trockene, auch der Amarone. Wir werden es jetzt mit dem wunderbaren Camporenzo können feststellen. Wir haben bei dem Camporenzo 2015 dort zumal die Quantitäten werden von dem Weingut, das ist eher ein kleines Weingut, uns zugespielt. Und 2015 natürlich, das hat natürlich den Jahrgangbonus. Gut. Ich kann noch ganz schnell sagen, warum Monte Dall'Ora. Ja, Monte Dall'Ora heisst der Wein. Der Ora, das ist so, in Frankreich wäre es der Mistral. Das ist ein Wind, der vor allem im Herbst über den Gardasee hinweg fegt. Und dann hat es vom Gardasee, wenn man Richtung Verona geht, hat es so einen Berg, kann man nicht sagen, aber eine Hügelkette, die doch 500-600 Meter hoch ist. Und sie sind gerade auf der anderen Seite. Das schützt ihre Reben vor dem starken Wind. Ich gebe dir das Wort. Also gut, ich kann ein bisschen das Gebiet vorstellen. Also wir haben jetzt gesehen, wir sind jetzt vom Osten, Nordosten, also Piemont, sind wir jetzt in Nordwesten gegangen, bei Verona. Jetzt haben wir jetzt schnell die Karte gesehen. Genau, da haben wir die Karte in lila, schöne Farbe lila, nördlich von Verona ist das Gebiet von Valpolicella. Das ist ein relativ grosses Gebiet und so müssen wir ein bisschen unterscheiden. Das Classico-Gebiet ist ein bisschen nordwestlich, genau. Und dann ist es dann 1968 mal erweitert worden, weil wir einfach mehr produzieren und dann ist man ein bisschen in die Ebene, mehr nach Osten bis Richtung Suave-Gebiet gegangen. Das ist das grüne Gebiet, wo der Weisswein dann hergestellt wird. Und bis auch in den Süden, wo dann schon bis in die Ebene, in die Po-Ebene noch Wein angebaut wird. Das sind meistens sehr banale Weine und das sind eben nicht Classico. Das Classico-Gebiet ist das Gebiet, wo in den Hügeln ist. Und dort wachsen eigentlich auch die guten Weine. Also ich würde sagen, wenn man bei einem Valpolicella, einen einfachen, normalen Valpolicella einkauft, sollte man wirklich darauf schauen, dass man Classico drauf geschrieben hat. Weil Classico ist wirklich eine Garantie, dass es aus einem Gebiet kommt, wo nicht einfach irgendwo ein Herdöpfelacker kommt. Das ist der Unterschied. Ja. Noch vielleicht etwas zum Namen. Valpolicella ist ein interessanter Name. Alles die Namen sind interessant. Es ist eine Zusammensetzung aus griechischen Wörtern und latinischen Wörtern. Also Val von Tal, Poli auf Griechisch dann. Das ist dann das viel heißt das und Cella auf Latinisch
Keller. Also das Tal der vielen Kellereien, oder? Das ist eigentlich noch eine sehr interessante Ableitung, die so heisst. Das finde ich spannend. Und was man auch noch muss sagen, beim Valpolicella, bei der Wein Valpolicella, handelt es sich eigentlich immer um Assemblage, um Cuvées, also um Wein, der aus mehreren Traubensorten zusammengesetzt ist. Die wichtigsten 3 Traubensorten sind Corvina, das ist eigentlich so die edelste von allen, Corvinone und Rondinella. Und alle diese 3 Traubensorten sind auch jetzt in diesem Wein drin. Genau. Und dann degustieren. Wir haben hier 50% Corvina drin. Genau. Und 30% Corvinone und Rondinella, Ja. Die restlichen 20%. Jetzt haben wir vielleicht noch schnell das Bild gesehen, mit, genau, da sehen wir links die Pergola. Und der Corvinone, das ist eine Traubensorte, die ganz lange Trübel macht, wenn man das sieht, riesige. Und das gilt, selbst das ist ein Corvinone jetzt, wo wir hier sehen, in einer Pergola, wo so richtig so enorm große Trauben, wo man fast schon misstrauisch wird, so viel Ertrag. Da ist auch eine von diesen Traubensorten, die wir hier drin haben. Was man auch noch erwähnen beim Valpolicella ist, dass es verschiedene Weine gibt. Also wir haben jetzt so den Classico, der Basiswein. Dann gibt es natürlich noch den Ripasso. Das ist so ein Zwischending zwischen dem normalen und dem Amarone, wo dann ein Teil, wo dann der Most nochmal über Amarone geleitet wird, ja. Über Amarone Hülse, auspresste Amarone-Trauben nochmal geleitet wird, um dann nochmal ein bisschen Struktur und Kraft und ein bisschen Süßigkeit, gibt es wie eine zweite Vergärung. Der Amarone müssen wir. Und der ursprüngliche Wein, bevor es der Amarone als trockenen Wein gibt, ist der Recioto, ist ein Süßwein. Und wo auch mit angetrockneten Trauben gemacht wird, aber süß. Und der Amarone ist eigentlich quasi ein Unfall, weil dann der Süßwein weiter vergoren hat, bis er durchvergoren ist. Das ist der Ganz genau. Entstanden. Da gibt es noch nicht so lange eigentlich in dieser Typologie, seit den 50er Jahren erst. Ja, geschichtlich gesehen habe ich mal etwas nachgelesen, dass bis zum Zweiten Weltkrieg ist vor allem der Amarone eher ein bisschen trockener war. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg ist natürlich die Region auch von den Amerikanern besetzt gewesen. Und die haben einfach lieber den Recioto gehabt. Und die Italiener haben dann relativ schnell reagiert und haben den Amarone immer süßer machen lassen. Und heute gibt es halt viele Leute, die sagen, ja, Amarone, süß, ist ein Begriff. Dann will man eben einen süßen Amarone, oder meistens sind sie süß. Und ich komme nochmal zurück auf das die Region Valpolicella Classico. Valpolicella Classico ist in den Hügeln oben. Das ist in Frankreich zum Beispiel wie Côte de Brouy. Die Côte de Brouy sind immer besser als Brouy, weil Brouy ist in den Ebenen unten. Und auch so in der Valpolicella. Wenn der Name Classico nicht auf der Etikette steht, dann sind das immer Reben, die aus dem Flachtal kommen. Und die Reben in den Flachtal, die haben nicht die gleiche Bisonik und die gleiche Windexposition wie Reben, die am Hang sind. Das ist der Grund, dass die meisten Classico immer ein Spürchen eleganter und feiner sind. Muss nicht immer sein, aber meistens. Früher war es natürlich auch noch so, dass man in den Hügeln natürlich mehr Sonne hatte, weil das Problem ist ja, dass zum Teil Trauben nicht ausgereift sind. Das ist heute nicht mehr so. Das ist heute nicht mehr so. Aber es ist immer noch so, dass eigentlich in der Hanglage gute Weine stehen. Ich will noch etwas schnell sagen zu diesen verschiedenen Begriffen. Corvina, Corvinone und Rondinella. Das sind ja alles Vögel. Corvina heisst der kleine Rab, Corvinone der große Rab und Rondinella ist eigentlich ein Tübli, eine Taube. Also das sind sogenannte Vogelnamen. Warum die so heißen, die Namen, also die Traubensorte ist interessant. Es kann sein, dass die Vögel die besonders gerne haben. Es gibt verschiedene Erklärungen, man weiß es nicht genau. Es gibt einfach verschiedene Theorien. Aber es ist interessant, dass die 3 Traubensorten, die Valpolicella sind, alles sich auf Vogelnamen beziehen. Die Geschichte von diesen Traubensorten ist eigentlich noch spannend. Man weiß nicht so viel darüber, das ist wirklich so. Corvina, die eigentlich die wichtigste Sorte ist, die gibt es so die ersten Erwähnungen erst 1627 und dann im Detail beschrieben wurde, ist sie dann erst mal 1824. Corvina zeichnet sich aus, dass sie relativ dicke Beerenschale hat, darum eignet sie sich gut zum mit dem Amarone dann antrocknen, dass sie dann schön gut antrocknen kann. Und der Corvinone, der Rondinella wollte ich sagen, das ist eine Traubensorte, die relativ hohe Zuckerwerte macht und relativ rebellos, also so krankheitenresistent ist, aber von der Aromatik eigentlich relativ neutral ist. Und ein bisschen noch stoffig und süßig gibt in der Wein. Also die Assemblage macht eigentlich Sinn. Es gibt dann alle von diesen Traubensorten werden eigentlich kaum je
reinsortig hergestellt, sondern in sich selber, dann sie sich gegenseitig ergänzen. Und es ist wie ein Team, oder? Ein gutes Team, das zusammen harmoniert, dann gibt es auch mehr, als wenn jeder einzeln von sich etwas anfustet. Ja, dann gehen wir langsam zur Degustation. Genau. Ich kann noch ganz schnell, ich schenke das schnell ein, dann erzähle ich noch schnell, warum der Wein Camporenzo heisst. Camporenzo heisst das Feld von Renzo. Das war ein Weinbauer in der Region, wo unmittelbar ein paar hundert Meter weg von Carlo und Alessandra einen Rebberg hat. Und er ist dann ins Alter gekommen und hat das ihnen nachher verpachtet. Und sie haben dann den Wein einfach ganz einfach Camporenzo genannt, also schlicht und einfach. Und es ist eine einziehende Lage. Und nur die Trauben, die dort wachsen, werden zu dem Wein verarbeitet. Die Produktion von dem Wein sind 9000 Flaschen circa pro Jahr. Was man auch sagen muss, Valpolicella war lange ein bisschen im Verruf. Der Valpolicella Normali, eben der, den wir jetzt so in dieser Art probieren. Und jetzt wollen wir schauen, ob der jetzt ein bisschen eine andere Liga ist. In der Zwischenzeit sind wieder sehr gute Produzenten, die jetzt wirklich den klassischen Valpolicella wieder gut machen. Es muss nicht immer ein Amarone oder ein Ripasso sein, sondern eben auch die einfachen Weine sind sehr gut, weil die sind sehr gut kombinierbar, eben auch mit vielen Gerichten. Ja. Also das sind sehr schöne Alltagsweine. Sie sehen, wir benutzen wiederum ein grösseres Glas. Das vor allem, dass die Weine ein bisschen besser schnaufen können. Und auch bei so einem Valpolicella von dieser Liga empfehlen wir Ihnen absolut ein grösseres Glas nehmen. Kleinere Gläser ist immer die Gefahr, dass man die Aromen ein bisschen erstickt. Also eine zarte Rauchnase, ein bisschen floral. Also was ich rausschmecke, gerade so das wirklich sehr, sehr so schönes Bouquet, wirklich so kräftiges Bouquet, wo so ein bisschen Pflaumennoten und Kirsi bis zu Sauerkirsi drin sind. Das ist ein bisschen das, was ich rausschmecke. Ein bisschen eine gewisse Würzigkeit, sehr eine ansprechende Nase. Und im Mund saftig, fleischig, aber immer elegant und nie üppig. Das finde ich toll. Und ja, auch nicht süß. Genau. Wirklich schön trocken, aber so eine schöne Fruchtsüße, die wunderbar ist. Eine schöne Struktur. Ein wunderbarer Speisewein. Ja. Und mit einer schönen Säure in dem Abgang einfach so elegant. Putzt alles weg. Was würdest du dazu kochen, lieber Rudi? Da würde ich ganz viel dazu sagen. Ja. Also alles, was so ein bisschen Spaß macht. Ich würde verschiedenste Teigwaren, Risotti. Und vor allem beim Risotto denke ich an eine typische venezianische Spezialität aus dem ist auch ein Reisgebiet südlich von Verona. Und da gibt es Risotto al Radicchio Rosso mit rotem Radicchio. Und das ist ein wunderbarer Risotto, ein bisschen eine cremige Konsistenz, ein bisschen leicht bitter hat. Und so eine Wein dazu, das ist für mich die perfekte Kombination. Ja. Was würdest du noch sonst? Man kann auch Fleisch dazu nehmen. Ja, Fleisch würde ich sicher auch dazu nehmen. Ich würde aber dann eher Tendenz ein bisschen auf weißes Fleisch gehen. Das kann ein Kalbsmedaillon sein, das kann eine schöne Pouletbrust sein, das kann ein schönes Zürcher Geschnetzel sein. Rindfleisch, ja, aber nicht eine zu kräftige Soße. Ja. Das würde ich und natürlich würde auch sehr gut zu vegetarischen Küche. Wir reden immer von Fleisch und Fisch und Vogel, aber die Vegetarier möchten natürlich auch etwas, das in die Richtung geht. Da kann ich mir sehr gut gefüllte Peperoni mit Gemüse vorstellen. Schöne saltierte Steinpilze mit ein paar Nüdeli, dann ist das ein perfekter Wein dazu. Es ist ein toller Wein, der mich so ein bisschen erinnert an einen guten Alltag, wie einen guten Chianti, den man nehmen könnte, oder einen guten Barbera. Das sind so Weine, die sich an sehr viel anpassen und man sehr viel in vielfältiger Art verwenden kann. Und das ist für mich jetzt wirklich ein Musterbeispiel von einem wirklich interessanten und guten Valpolicella Classico. Das ist wirklich ein Wein, den man im Keller haben und immer wieder mal führen nehmen, wenn man nicht gerade weiss, was man trinken soll. Das ist genau. Ja, Valpolicella ist tatsächlich so, das ist ein bisschen vergessen gegangen. Man ist ein bisschen weggekommen. Ich hoffe, der Wein hat Ihnen gemundet, die heute Abend mit uns zusammen degustiert haben. Die nicht, hoffen wir, dass es genug spannend war, dass Sie eventuell mal sagen, so etwas möchte ich doch bestellen. Man kann bei den DIVO auch Einzelflaschen bestellen. Wir haben keinen Kartonzwang. Profitieren Sie davon, lernen Sie den Wein kennen. Jede Nachbestellung ist natürlich herzlich willkommen. Rudi, ich sage herzlichen Dank. Ja, und sage jetzt nochmal zum Wohl. Salute, Prost. Prost. Zum Wohl miteinander. Ja. Zum Wohl. Das ist ein wunderbarer Wein, wirklich. Ja, das ist etwas, was uns natürlich schmeckt. Die nächste Degustation findet am 10. Juni statt. Wie gesagt, am Mittwoch. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ich hoffe, wir haben Ihnen etwas Neues beibringen oder lernen zugeben. Danke nochmal. Nochmal dir danke. Danke. Schönen Abend miteinander. Adi miteinander. Auf Wiedersehen.